Ihr habt es euch oft gewünscht und heute ist es endlich soweit. Wir werfen einen genaueren Blick auf ChatGPT und zwar zum einen auf die Einstellung, die du vornehmen solltest, damit du wirklich gute und persönliche, personalisierte Ergebnisse bekommst. Wir werfen in verschiedenen Beispielen mal einen Blick darauf, wie du deine Prompts und Anweisungen an ChatGPT tatsächlich optimal formulierst und was du dabei beachten solltest. Und zum Schluss gebe ich dir wie immer einen ganz kleinen Bonus und diesmal, wie ich finde, mit einem recht witzigen Anwendungsbeispiel. Ich bin Kathi und ich zeige dir, wie einfach die Welt der künstlichen Intelligenz ist in einfachen Worten und mit Beispielen aus deinem ganz normalen Alltag. Legen wir direkt los. Wie immer erreichst du ChatGPT im Internet unter chatgpt.com oder aber per App auf deinem Handy oder Tablet. Beginnen wir mit den Einstellungen, die du vornehmen solltest, damit du wirklich gute und personalisierte Antworten bekommst, die genau auf deine Bedürfnisse zugeschnitten sind. Dazu gehen wir oben rechts auf diesen kleinen Kreis und hier auf den Link der Einstellung und dann öffnet sich dieses Fenster. An dieser Stelle würde ich jetzt tatsächlich nur auf die Punkte eingehen, die relevant sind für gute Antworten und alles andere heute nicht betrachten. Hast du aber daran Interesse, dass wir das einmal komplett durchgehen, so wie auch die Oberfläche vielleicht von ChatGPT, dann schreib es mir doch einfach mal in die Kommentare. Gehen wir hier oben in dem Reiter Allgemein. Da ist für mich relevant im Prinzip nur dieser eine Punkt, nämlich Folgevorschläge in ChatGPT anzeigen. Das hat einfach zur Folge, dass er am Ende quasi dich fragt und dir Hinweise gibt zu den Informationen, die er dir im Vorfeld gegeben hat. Das ist dieses, willst du dazu genauere Dinge wissen? Willst du da schon mal das und das mit tun? Ich finde das sehr hilfreich, weil das leitet mich durch so ein Gespräch und gibt mir manchmal auch neue Ansätze oder Ideen, wohin ich das Gespräch jetzt lenken könnte. Das zweite, da gehen wir in den Bereich Personalisierung und hier ist es tatsächlich dieser Kasten, hinter dem sich die Magie befindet. Steigen wir ein mit individuelle Hinweise. Wenn du darauf gehst, öffnet sich dieses Fenster und hier kannst du all das hinterlegen, was dir wirklich wichtig ist, was du möchtest, was ChatGPT über dich weiß, damit die Antworten auch wirklich zugeschnitten auf deine Bedürfnisse sind. Hier oben fangen wir an mit, wie soll dich ChatGPT ansprechen? Da kannst du dich auslesen. Ist es dein Vorname, ist es dein Nachname oder aber auch ein Spitzname? Sag's ihm einfach, damit es ein bisschen persönlicher zwischen euch zweien wird. Die nächste Frage, die du beantworten kannst, ist, was machst du beruflich? Wobei das würde ich gar nicht so eng sehen, falls du es nämlich nicht beruflich nutzen möchtest. Anders aber wiederum ein Hobby hast oder einen bestimmten Themenbereich, zu dem du gern immer wieder Fragen stellen würdest, dann schreib das da rein. Das hat einfach die Folge, dass er ganz gezielt und viel intensiver die genauen Informationen aus dem Internet besorgen kann. Welche Eigenschaften soll ChatGPT haben? Da kannst du dir jetzt auslassen. Wie möchte er mit dir reden? Soll er witzig sein? Soll er konkret sein? Soll er lange Sätze bilden? Soll er kurze Sätze bilden? Wenn du nicht so richtig weißt, was du schreiben wolltest, ist dieses kleine Kästchen auf dem i dahinter extrem hilfreich, weil er gibt dir einfach schon mal Hinweise, was in dieses Feld so ein bisschen rein soll. Soll also formelle oder professionellen Ton anschlagen, soll locker unterhaltsam. Hier unten hast du die Möglichkeit, auch verschiedene Dinge einfach anzuklicken. Die übernimmt er dann in diesem Feld, sodass du das ganz individuell für dich konfigurieren kannst. Gibt es sonst noch etwas, was ChatGPT über dich wissen sollte? Auch hier verbirgt sich wieder ein kleines Informationsfeld, in dem er dir Hinweise gibt, was du eintragen kannst. Und hier kannst du dich wirklich auslassen. Hast du eine bestimmte Allergie und möchtest also sehr häufig über ihn mit Lebensmitteln, über Lebensmittel oder Ernährung diskutieren, dann schreib das da rein. Schreib auch ruhig rein, welche Allergie das ist, sodass das einfach viel, viel schneller und spezieller gibt und du das nicht immer wieder in jedem einzelnen Prompt, in jeder einzelnen Anweisung sagen musst, weil er greift auf diese Daten zurück. Hinter dem Häkchen fortgeschritten befinden sich alle Tools, die automatisch mit ChatGPT arbeiten, wenn ein Häkchen hinter ihnen ist. Die sind standardmäßig alle angehakt. Würde ich also außen lassen, musst du im Prinzip auch gar nicht reingehen. Ganz zum Schluss gibt es hier unten einen Schalter, den du anschalten musst, und zwar daher etwas schlecht gemacht als allererstes, weil du sonst einfach die Felder nicht befüllen kannst. Das heißt, du kannst es nicht vergessen, weil du kannst uns hier nichts reinschreiben. Erst wenn du das anschaltest, sind die Felder offen zum Befüllen. Ja, bist du fertig? Geht es jetzt hier noch auf den Reiter Speichern. Hinter den Erinnerungen versteckt sich im Prinzip Folgendes: Wenn du diesen Reiter anschaltest,
Ist ChatGPT fähig, aus vorherigen Chats Informationen wieder zu benutzen? Also üblicherweise ist es ja so, dass wenn du einen Chat hast und innerhalb dieses Chattes über ein bestimmtes Thema mit ihm sprichst, dann greift er schon auf die Informationen zurück, die ihr im Verlaufe dieses eines Chats gemacht habt. Machst du einen neuen, kann er sich an das, was vorher war, in diesem anderen Chat nicht mehr erinnern. In dem Moment, wo du die Erinnerung hier anschaltest, ist er also fähig, auch auf alte Chats und alte Inhalte zurückzugreifen. Hier unten kannst du, wenn du das dann möchtest, deine Erinnerungen, die er mitschreibt, einfach verwalten. Du kannst sie wieder löschen und sagen, vergiss das wieder, falls du mal irgendwas gemacht hast, was er sich jetzt einfach nicht mehr merken soll. Das war's schon mit den Einstellungen, mit den Personalisierungen von ChatGPT, damit er wirklich genau für dich spezialisiert aus dem Internet die Daten und Informationen zusammensuchen kann. Die Einstellungen sind die eine Seite. Schauen wir uns doch jetzt aber an, was du bei deinen Anweisungen bzw. Prompts an ChatGPT beachten solltest. Beginnen wir damit, dass deine Prompts präzise und zielgerichtet sein sollten. Nehmen wir mal ein Reisebeispiel. Das heißt, anstatt einfach nur zu sagen, plane mir eine Reise nach Italien, gib einfach mehr Informationen mit rein. Plane mir eine Reise nach Italien mit Fokus auf Kunst und Kultur für 10 Tage. Schauen wir doch mal, was daraus kommt. Und wie wir das kennen von ChatGPT, läuft er jetzt los und macht es sehr schön und sehr präzise, stellt uns einen Plan auf für die Tage in Turin, in Bologna, sagt uns, wann wir anreisen, wohin wir anreisen, was wir dort machen können, was es dort zu sehen gibt. Wenn du aber noch gar nicht so richtig weißt, wohin du willst und was du machen willst und wie speziell das sein soll, dann versuch's doch tatsächlich einmal mit der ganz kurzen Frage, plane eine Reise nach Italien und schauen wir doch mal, was passiert. Jetzt läuft ChatGPT nicht einfach los, sondern er fragt dich, was er braucht, um dir eine gute Reise zu erstellen. Und dann nehmen wir den Zeitraum, das Reiseziel, das Budget. Wie willst du reisen und auch natürlich, was willst du sehen oder was sind deine Interessen? Also auch das ist eine gute Möglichkeit einzusteigen, um ihm nach und nach die Antworten und die präzisen Antworten zu geben, die er braucht. Der zweite Tipp ist, nimm ein iteratives Vorgehen, beziehungsweise was heißt, frage immer und immer wieder nach und werde so immer spezieller. Fangen wir einfach mal an und fragen, welche Restaurants in der Nähe bieten traditionelle italienische Küche. Jetzt zeigt er mir italienische Restaurants in Berlin. Ich habe es natürlich jetzt auch nicht genau spezifiziert, in welchem Bereich, wo ich die haben will. Gehen wir aber mal weiter. Das ist mir nicht genug. Jetzt weiß ich Italiener. Ich möchte aber ein italienisches Restaurant mit besonders gemütlicher Atmosphäre. Dann fragen wir doch mal, gehen wir in diesem Chat weiter und sagen, hey, zeig mir von denen jetzt aber bitte nur die, die eine besonders gemütliche Atmosphäre haben. So, und wenn ich mir das Bild jetzt anschaue, sind es tatsächlich gleiche, aber auch andere Restaurants, die er mir da zeigt. Das heißt also, gibt er mir eine Antwort und die ist mir nicht spezifisch genug oder nicht tief genug, dann stelle ich einfach die nächste Frage und wieder die nächste Frage und komme so immer genauer an das Ziel. Werfen wir als nächstes doch mal einen Blick auf die Informationen und Daten, die uns ChatGPT so ausgibt und versuchen uns die mal strukturiert auf die eine oder andere Art ausgeben zu lassen. Dazu geben wir ihm jetzt mal zwei verschiedene Anfragen und lassen uns zum einen mal, so wie wir das kennen, eine Liste erstellen und zum anderen mal Daten in einer Tabelle ausgeben. Unsere erste Frage lautet also, erstelle mir eine Einkaufsliste für eine italienische Dinnerparty sortiert nach Kategorien. Und wie wir das gewohnt sind von ChatGPT, bekommen wir jetzt natürlich eine Liste mit Vorspeisen, erster Gang, Hauptgerichte, was immer das Herz begehrt. Das Ganze aufbereitet in einer Liste, so wie wir das ja erfragt haben und mit der wir theoretisch sofort in den Supermarkt losgehen können. Nehmen wir das Beispiel 2 und schauen doch mal, was passiert, wenn wir ihn bitten, Daten in einer Tabelle zu erstellen. Erstelle einen Produktvergleich von Orangensäften und liste die Ergebnisse in einer Tabelle auf. Jetzt bekommen wir sofort eine übersichtliche Tabelle mit verschiedenen Produkten und in diesem Fall sogar mit einem Testurteil und Besonderheiten der Preisnennung und dem Link ins Internet, wo ChatGPT diese Informationen gefunden hat. Du siehst also, nicht immer muss dir ChatGPT die Informationen, die du haben möchtest, als rein Text ausgeben, sondern sag ihm, wie du sie haben möchtest, wie das für dich am einfachsten ist, sie weiter zu verarbeiten. Ist es eine Liste für den Einkauf oder aber auch eine Tabelle, um zum Beispiel Produkte oder andere Informationen zu vergleichen. An der Stelle kannst du ChatGPT übrigens auch sagen, welche Funktionen oder welche Eigenschaften er vergleichen soll und ob er die in die Spalten oder in den Zeilen aufführen soll, sodass du
ad hoc eine wirkliche Tabelle kriegst, die dir was hilft. Ist sie nicht so, wie du das brauchst, mach wieder den iterativen Ansatz und sage, bitte verändere, bitte nimm diese Spalte noch auf oder lass diese Zeile einfach weg. Ein weiterer wichtiger Punkt für richtig gute Antworten ist es, ChatGPT eine Rolle zuzuweisen oder ihm tatsächlich als Experte auszuweisen. Also ihm ganz klar zu sagen, du bist Experte für XY, was einfach dazu führt, dass er ganz gezielt hinten sich die Information genau zu dem Thema einfach individueller zusammensucht. Schauen wir uns das an einem Beispiel nochmal an. Du bist ein Experte für pflegeleichte Gartengestaltung. Gib mir Tipps für die Pflege mediterraner Pflanzen. Jetzt wird es tatsächlich ganz speziell. Also er gibt jetzt Tipps zu Standort und Boden, wie gieße ich mediterrane Pflanzen, zum Düngen, zum Rückschnitt, zum Winterschutz, also alles, was man so braucht. Der Unterschied zu einer allgemeinen Frage ist, wenn du ihn als Experte ausweist oder ihm die Rolle gibst als spezieller Gärtner für mediterrane Pflanzen zum Beispiel, dass die Inhalte wirklich genauer werden und gezielter abgestimmt sind auf das Thema, was du benötigst. Und dabei ist es egal, welche Rolle ihm du gibst. Gib ihm die Rolle eines Gesundheitscoaches oder du willst bestimmte Informationen oder gezielt einfach Dinge haben zum Thema Ernährung, weil du allergisch bist, dann sag ihm einfach, er ist ein Allergieexperte für genau die Allergie oder die Unverträglichkeit, die du hast. Schauen wir uns noch einmal an, wie du mit den personalisierten Einstellungen, die du ja jetzt gemacht hast, arbeiten kannst. Im vorherigen Chat haben wir ja gefragt nach Pflegetipps für mediterrane Pflanzen. Jetzt hast du gegebenenfalls irgendwas anderes gemacht, kommst wieder, hast einen neuen Chat und fragst jetzt einmal ChatGPT, basierend auf meiner letzten Anfrage, welche Pflanzen soll ich denn nehmen? Ohne ihm jetzt noch einmal sagen zu müssen, dass es sich um mediterrane Pflanzen handelt, macht er das sehr fein und gibt jetzt hier ganz klar Tipps für mediterrane Pflanzen und welche du vor allem nehmen solltest. Normalerweise ist es ja so, dass wenn du einen neuen Chat aufmachst und keine Personalisierung hinterlegt hast und keine Erinnerungen hinterlegt hast, dass er sich in dem neuen Chat nicht daran erinnern kann, was in einem anderen Chat passiert ist und dich jetzt fragen würde, über welche Pflanzen reden wir dann einfach. Und so kannst du ganz einfach immer wieder auf das, was du in anderen Chats schon gemacht hast, darauf zurückgreifen, nur mit einem ganz kurzen Hinweis. ChatGPT ist immer noch eine künstliche Intelligenz und wir wissen ja alle, dass diese heutzutage an bestimmten Stellen immer noch mal anfangen zu schummeln und etwas zu lügen. Daher ist mein nächster Tipp an dich, in deiner Anfrage ChatGPT ganz klar mitzuteilen, dass er die Informationen, die er zusammensammelt, doch bitte in seriösen Quellen verifizieren soll. Du bist Ernährungsberater und spezialisiert auf Laktoseunverträglichkeit. Gib mir eine erste Orientierung für eine richtige Ernährung und verifiziere die Informationen immer mit seriösen Quellen. Jetzt läuft er los, wie wir das gewohnt sind, gibt uns einen super Überblick über Alternativen, geeignete Milchprodukte, was ich alles zu diesem Thema wissen muss und listet mir hier auch die Quellen auf, in denen er die Informationen gefunden hat, sodass ich tatsächlich dann einfach auf die jeweilige Seite gehen kann, kannst dir das angucken und entscheiden, ob die Information jetzt wirklich hilfreich ist oder nicht. An dieser Stelle möchte ich aber auch noch mal darauf hinweisen, dass es wirklich wichtig ist, wenn es um relevante Themen geht, wie Gesundheit, wie deine Finanzen, wie alles, was dein Leben wirklich beeinflussen kann, ChatGPT nur ein Startpunkt sein kann zur Informationsbeschaffung. Niemals aber wirklich derjenige, der dich dazu veranlassen sollte, eine wirklich harte Entscheidung zu treffen, die dir gegebenenfalls schaden könnte. Wie du siehst, steckt in der kostenlosen Version von ChatGPT viel mehr drin, als man erst einmal denkt. Mit den richtigen Tipps und Tricks wird er also zum genialen Alltagshelfer. Wenn du wissen willst, wie sehr dir ChatGPT dein Leben wirklich erleichtern kann, dann schau doch einfach mal unten in die Beschreibung. Da habe ich dir ein Dokument verlinkt, in dem ich dir eine kleine und einfache Einführung in das Thema zeige und dir zu 9 Lebensbereichen und jeweils 2 Themengebieten Prompts zur Verfügung stelle, die du einfach nur kopieren musst, damit du sofort loslegen kannst. Erzähl mir doch einfach mal in den Kommentaren, wie du damit zurechtkommst und ob dir auch ein Thema fehlt. Schauen wir uns jetzt aber nochmal in einer kurzen Zusammenfassung die bisherigen Tipps und Tricks gesammelt an. Benutze präzise und zielgerichtete Prompts. Gib also die ausführliche Informationen und Content mit bei deinen Anfragen. Benutze ein iteratives Vorgehen, stelle also immer wieder Nachfragen, um richtig in die Tiefe in das Thema gehen zu können. Fordere dir formatierte und strukturierte Ausgaben der Informationen für eine bessere Übersicht an.
Gib ihm eine Rolle oder erkläre ihm, dass er ein Experte mit einem ganz bestimmten Wissen ist für richtig kreative Ideen und gezielte Informationen zu dem Thema, was du wünschst. Nutze die Personalisierung in den Einstellungen, um immer wieder auf alte Chats zurückgreifen zu können, indem du einfach nur den Hinweis gibst, er soll sich daran erinnern. Denke an die Grenzen einer künstlichen Intelligenz und fordere verifizierte Quellen für die Informationen an, um wirklich fundierte Ergebnisse zu bekommen. Ich liebe es ja als Bonus eine Anwendungsidee mitzugeben, die nicht so alltäglich ist und bin jetzt darauf gekommen, ihn doch einfach mal als Stilberater zu benutzen, was finde ich wirklich genial ist. Dabei geben wir ihm, so wie wir das gerade gelernt haben, eine Rolle und fragen ihn doch mal Folgendes. Agiere als Karl Lagerfeld. Ich habe eine blaue Jeans und ein weißes Hemd. Was kann ich dazu kombinieren, um schick, aber nicht zu förmlich auszusehen? Und schon kriege ich eine Handvoller Ideen, wie ich das Ganze kombinieren kann und kann mich so speziell mit dem, was ich im Kleiderschrank habe und auf den Anlass, zu dem ich gehen möchte, vorbereiten, um halt nicht over oder underdressed zu sein. Ich finde es einfach genial, mir macht das Spaß und ich habe das auch schon das eine oder andere Mal benutzt und bin immer gut damit gefahren. Schreib mir doch mal in die Kommentare, welche ungewöhnlichen Anwendungsbereiche du schon ausprobiert hast mit ChatGPT. Jetzt weißt du, wie du mit der kostenlosen Version von ChatGPT richtig durchstarten kannst. Von personalisierten Einstellungen bis zielgerichteten Prompts, mit diesen Tipps und Tricks nutzt du ChatGPT wie ein Profi. Schreib mir doch gern bitte einmal in die Kommentare, wie du damit zurechtkommst und ob du das eine oder andere gern noch näher erklärt haben möchtest. Hat dir mein Video gefallen, dann lasse gerne ein Like da und abonniere meinen Kanal mit Glocke, damit du keine wertvollen Tipps mehr verpasst, in denen ich dir erkläre, wie einfach die Welt der künstlichen Intelligenz ist. Für heute sage ich Danke und Tschüss.